Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut Silvernagle came in and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Black Sheep Race Crew took home the third spot with Dayton Horse 2 laps down. Then CMS Racing Recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Heute hier in Mugello, Sunday Grand Prix Serie steht auf dem Programm. Und heute ist nicht nur unser Tommy am Start, heute haben wir auch den Bernhard dabei. Und was mich besonders freut, heute ist auch mal wieder unser Björn mit am Start. Und schauen wir an, ganz viel Spaß. So, heute also Mugello, ein ganz neuer Kurs hier bei iRacing und da bin ich mal sehr gespannt. Wir bleiben einfach anständig und gut ist. Das war schon schön, die Aussage. Wir bleiben einfach anständig. Oh, Timothy ist auch da. Ja. Das wird ein Spaß. Ich glaube nicht, dass ich den in Schach halten kann. Timothy hat Auto Nummer 3. Das ist eine Meisterschaft hinter dir, oder was? Ja, der ist auf Platz 3, aber das ist mein ärgster Kumpel. Wer hat das drei? Wenn der punktet, dann punktet der immer ganz dicke Punkte. Oh, der hat aber ganz schlechten Ping mit 100. Ja, dann. Okay. Quali. Ich drücke Alles Gute euch. Jo. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Fürs Quali mache ich euch aber auch mal stumm. Jo. Da haben wir heute also eine ganze Menge bekannter Namen am Start stehen und die Qualifikation ist auch schon in vollem Gange. Ihr wisst ja, Tommy ist mitten im Titelkampf mit Chris Roberts und Timothy Vandenberge. Die drei kommen noch in Frage hier für den Titel, wobei unser Tommy da eindeutig im Vorteil ist und schon eine Menge Vorsprung hat. Drücken wir mal die Daumen, dass es heute gut läuft. Eine neue Strecke für alle hier, ganz neu bei iRacing. Mugello, die Strecke ist vielen bekannt durch die Motorradweltmeisterschaft, aber hier wurden auch schon sehr viele Autorennen ausgetragen, denn die Rennstrecke hier ist Eigentum von Ferrari, die die Strecke hier auch gebaut haben. Das ist sozusagen ihre Hausstrecke, neben Fiorano. Hier finden des Öfteren auch Klassikrennen statt und 2020 war hier auch die Formel 1 zu Gast im Zuge der Corona-Krise. Auf jeden Fall ist es eine hochmoderne Rennstrecke und ein wunderschöner Kurs in einer tollen Gegend gelegen. Und ich bin mal gespannt, was unsere Jungs hier heute so auf der neuen Strecke leisten können. Die Qualifikation ist in vollem Gange. Auch George Batev und Mark Krulschenk heute mit am Start. Wie immer, Qualifikation enorm wichtig, denn je weiter vorne man steht, desto größer ist die Chance, irgendwelchen Unfällen aus dem Weg zu gehen. Und da kommen auch schon die ersten Zeiten hier. Tommy auf P8 vorläufig, Bernie P9. Ganz vorn, wenig überraschend, Timothy Vandenberge. Wolfram bisher noch keine Zeit gesetzt, auch von Bayern bisher noch keine Zeit. Hier haben wir Timothy mal im Bild, eine 1,37,893 schon mal hingelegt. Das ist doch gar nicht so schlecht. 2 Sekunden schneller als unser Tommy. Oh, und Wolfram feuert schon mal die Kiste weg hier. Und da kommt auch Björn Richtung Ziellinie, das zweite Mal. Bisher Startplatz 7. Und jetzt Startplatz 3. Wow, top. 1,38,400. Super. Auf P2 aktuell Josu Solaguren. Björn auf 3. Timothy Vandenberge um 1. Schauen wir mal, was die anderen Jungs machen. Oh. Ich hab die zweite Runde versaut. Ja, du auch? Ja. Erste Kurve direkt weggedreht. Zweite Runde. Hab's im Bild gehabt, Wolfram. Ist ja ein spannender Start, ne? Du 11, 12 und ich 13. Bin
nicht mal Rennen gefahren. Haben wir unsere Jungs also hinten einträchtig beieinander. Oh, Byron hat gar keine Runde geschafft. Ich sehe tote Menschen und viele Schrott. Ich rieche Tod und Zerstörung. Hauptsache, ihr fahrt euch nicht alle gegenseitig über den Haufen. Na, ich bin vorne, also räume ich alle hinter mir ab. Du hast doch Tut mir meistens leid. so einen guten Start, dass du mit den hinter dir nicht viel zu tun hast. Bei dir ist das Problem vor dir. Laden Sie Ihr Rennsetup, Kameraden. Vielleicht hätte ich kein Wally-Setup laden sollen. Ja. Zum Glück geht's hier meistens rechts rum. Rechts. Dreimal rechts ist auch einmal links. Oh Gott. Das wird ja lustig. Ach, du Rennen werden. Scheiße. Sehr schön. Ach, herrlich, das fängt ja wieder gut an. Ab 17:45 Uhr, ne? Der wird zurückgeschossen. Nein, wird zurückgefahren. Wir verhalten alle in R wie Race und geben geil. Vollgas. Wenn der Twitch gebannt wird, Thomas, ne? dann- Ich glaube, Hitler-Imitationen sind legal. Ah, geil. So, jetzt aber Konzentration. Ah, Freunde. Das Ab war, in den- das war nix, ey. Das wäre. Ja, hätte Bring wenn. erstmal das Rennen zu Ende, bevor du Oh, dich jetzt aber- stundenlang über das versaute Quali aufregst. Genau. Genau, komm erstmal an und dann sehen wir, wo du bist. Ich wollte überlegen, ob ich den Kanal wechsle. Hast du jetzt schon einen Kanal voll? Wir sind einfach still jetzt und gut. Ja, ja. Auch Concentration. Ja, ich muss irgendwie vor den Vandenberge kommen. Das wäre schon gut. Ich räume ab. Ja, Wir schießen aus Kurve 1 raus. die sind Hallo? raus. Hallo, ich bin noch hinter dir, ja? Irgendwer kann hier noch hinten in die Karre fahren. Das will wieder laufen, ey. Okay. Ja, dann Ja. Doi, Männers. Viel Erfolg. Auf jeden Fall. Ich hab dem Timothy mal Good Luck gewünscht. Das macht man so. Das ist immer ein schlechtes Zeichen für den. Der Ja, hat mal jetzt gut, schon wenn du Angst. jetzt mal in den Grip kommen würdest. Ja, Also irgendein Jägermeister-Paint ich hab vor mir. dem, ich hab dem noch geschrieben, der soll Watch for Björn, hab ich nicht geschrieben. Ich will kill you. Okay, Freunde. Zur Ruhe jetzt hier. Nur das Notwendigste hier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Start mich grad. 1. Jo. Green Fleck und die wilde Meute macht sich auf die Reise. Oh nein, ich sehe es gerade da. Ach, so ein Dreck. Na, fahrt mal vorbei. Unser Bernie einen Fehlstart hingelegt. Da ist das Rennen schon vorm Start beendet. So eine Scheiße. Ansonsten alle sehr gut weggekommen. Hier keinerlei Unfälle. Vorneweg Timothy Vandenberge vor Miguel Morland und Josu Solagurn auf P3 dahin. Und dann Kurt Klapper, der hier schon mit Josu Solagurn und mit unserem Björn um die Position kämpft. Dahinter Sebastian Theo Alp. Alter, hier ist so viel los. Mann! Mann! Warum fährt er denn nicht? Oh nein, unser Björn so einen guten Start gehabt und der Abflug, da fällt auch ein Stück vom Frontflügel und der fällt bis ganz nach hinten zurück. Oh Mann, das gucken wir uns gleich nochmal an. Wolfram hier auf P13, hinter ihm Byron Long auf 14 und dahinter dann Bernie, muss an die Box fahren. Dafür Tommy super vom Start beigekommen, befindet sich aktuell auf der 7. Position. Bis auf den Zwischenfall mit dem Björn bisher alles glimpflich abgegangen. Toi, toi, toi. Auch Byron hier eigentlich top vom Start beigekommen. Meine Karre ist im Arsch, Bernhard, fahr vorbei. Alles klar. Ja, ich muss in die Box. Ja, ich auch. Wir hören es gerade, beide Jungs müssen die Box ansteuern. Sehen Sie hier, Miguel Morland befindet sich auf Karre, P2, dahinter Josu Solagurn P3 und Kurt Klapper P4. Eine nervöse Zucken am Fuß. Das ist schon alles im Arsch. Sebastian Theo Aal P5. Keith Hörner auf 6 und unser Tommy auf 7, der von Mark Cruikshank verfolgt wird. Irgend so ein Dummbeutel hat sein Gaspedal weggefunden und dann habe ich die Karre weggeschmissen. Björn Ackermann. Beim Rausbeschleunigen hat er die Karre verloren. So. Björn hat beim Rausbeschleunigen, aber der Josu, der konnte nicht. Und ist dann nochmal draufgestiegen wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, Flügel komplett weg. Und der hat gesagt, er hätte nur leicht die Bande touchiert. Hier vorne Timothy und Miguel können sich schon leicht vom Drittplatzierten vom Josu Solagurn absetzen, während Björn jetzt die Box angesteuert hat und auch Bernhard da seine Strafe absitzt. Hier Platz 3, 4, 5, 6, 7 und 8, alle ganz dicht beisammen.
Wir haben heute insgesamt 26 Runden auf der Uhr stehen für unsere Fahrer, was ein ganz schön langer Weg ist. Und leider für Björn und Bernhard das Rennen schon direkt in der ersten Runde beendet. Sehr, sehr schade. Auf der Strecke halten alle ihre Positionen erstmal. Was? Hier hinten Wolfram und Byron einträchtig beisammen. Nochmal? Die Position 13 und 14, die beiden lassen es ein bisschen vorsichtiger angehen. Das Rennen ist noch lang. Vor ihnen Hugo Ahlqvist. Und hier ganz hinten, Bernie ist wieder aus der Box rausgefahren und fährt das Rennen noch vernünftig zu Ende. Ich habe den Byron vor mir. Tommy muss hier nach vorne ein bisschen abreißen lassen und von hinten drückt Mark Ruitschenk. Erstaunlich wenig Zwischenfälle bisher, was sehr, sehr erfreulich ist. Und die Positionen sind hier erst einmal alle bezogen. Von 13 auf 7 in der ersten Runde. Applaus, Applaus, Applaus. Aber jetzt komme ich nicht vorbei. Scheiße, halt mich auf. Hier vorne Timothy macht sich langsam aus dem Staub und nur Miguel kann ihm da halbwegs folgen. 2 Black Flags in 2 Runden, Junge. Josu Solaguren auf P3 ist da schon fast 3 Sekunden weg von dem Duo hier vorne. Timothy schlägt mal wieder eine Wahnsinns-Pace heute hier an. Und ich denke mal, der Einzige, der ihn schlagen kann heute, ist er selbst. Byron, erstmal hier zeigen, wo der Hammer hängt. Oh. Wow, nicht so. Ui. Und da war wohl Wolfram ein bisschen voreilig mit seiner Prognose und ist hier erstmal rodeln gegangen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Nichts passiert. Während Bernhard jetzt hier nochmal die Box ansteuert. Und hier haben wir unseren Wolfram von. Oh, ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Dritte Runde. Hier grün auf dem Körb ausgehebelt und das Auto verloren. Zum Glück nirgendwo eingeschlagen und weiter geht's. Da hast du aber Ohne Kontakt. ohne Kontakt. Oh, Schloch. Hier vorne alles beim Alten. Kurt Klapper vor Sebastian Zioal und die Turner hält hier einen Tommy ein bisschen auf. Der versucht da vorbeizukommen, schafft es aber nicht bisher. Wir haben es hier im Bild. Direkt hinterm Tommy ist noch Mark Ruitschenk und George Batev, die da drücken. Nee, scheißen. Wir sehen hier Tommy eine höhere Pace drauf als geht, aber bisher keine Möglichkeit, da irgendwie dran vorbeizukommen. Vielleicht jetzt. Tommy saugt sich hier im Windschatten an und da wird er auch innen reinstechen. Sauber gemacht, toll innen vorbeigegangen. Damit jetzt Tommy auf P6, allerdings ist Sebastian Zioal vorne auf P5 schon wieder enteilt. Und wir haben es gerade gehört, Björn hatte da glaube ich den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen müssen. Wir schalten direkt mal hin. Jetzt haben wir den Björn immer noch mit kaputtem Auto. Versucht hier im Tokyo Drift um die Kurve zu kommen, aber... Tankslapper und dann geht's ab in Kies. Kiesbett ist da groß genug, raus geht's und weiter. Björns Comeback heute steht wahrlich unter keinem guten Stern. Wolfram hier verfolgt Carlos Caparros, den ich heute hier auch das erste Mal in der Serie sehe und der wird auch jetzt innen reinstechen. Stark gemacht und da hat sich Wolfram den Platz wieder zurückgeholt, den er vorhin bei seinem Dreher verloren hat. Allerdings ist Byron vorne jetzt schon 7,5 Sekunden weg. Allerdings hat Wolfram jetzt hier ja auch noch 22 Runden Zeit, um die Lücke hier zu unserem Byron nach vorne zuzumachen. Vor Byron Hugo Ahlqvist, der hier Ben Sommers um den Kurs jagt. Und hier vorne Tommy vor Mark Ruitschenk, der Keith Turner inzwischen überholt hat. Allerdings wird die Lücke nach vorne zu den Top 5 immer größer. Die beträgt jetzt schon über 2 Sekunden. Da muss Tommy jetzt mal einen kleinen Zwischensprint hier einlegen. Sollte Timothy das Ergebnis heute hier ins Ziel bringen, dann wird es nochmal richtig spannend im Kampf um die Meisterschaft. Wir haben ja hier nach dem Rennen in Mugello nur noch 2 Läufer auf der Uhr stehen. Ungarn und Le Mans. Und noch hat Tommy ein gutes Polster in der Meisterschaft, was aber angesichts von Timothys Pace schnell schmelzen kann. Auf jeden Fall schauen wir jetzt erstmal hier. Vielleicht schafft es der Tommy irgendwie noch ein paar Positionen gut zu machen und ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Saison, wenn dann unser Björn wieder regulär in die Meisterschaft einsteigt. Und ich hoffe sehr, dass er zu alter Stärke zurückfindet. Der ein oder andere Zuschauer wird sich sicher noch erinnern können an seine beeindruckende Siegesserie in der vorletzten Saison. Allerdings, wie ihr alle gesehen habt, ist Björn dann noch ein Stück weit weg von seiner Form. Tommy gerät jetzt hier ein bisschen unter Druck von Mark Ruitschenk und auch Keith Turner hat er noch lange nicht aufgegeben. Von hinten lauert auch George Batev und Andrew S. Thomas hat jetzt die Lücke zugefahren. Und weiter hinten im Feld hatten wir einen kleinen Zwischenfall, den wir uns doch direkt mal anschauen. Wir schalten sofort hin.
Carlos Martin Caparros. Er schießt hier ein bisschen zu beherzt in die Kurve, verliert die Kiste dann und fliegt hier ins Kiesbett. Okay, Auto Nummer 17. Ich glaube, der ist auch noch nicht so weit. Und weiter geht's. Alles in allem muss man aber heute sagen, bisher hier ein sehr, sehr sauberes Rennen. Bayern hier auf P13, muss nach vorne auch langsam abreißen lassen. 2 Sekunden Abstand zu Hugo Ahlqvist und ungefähr noch 6 Sekunden nach hinten zum Wolfram. Hier haben wir mal Hugo Ahlqvist im Bild, schlägt sich gerade mit Ben Sommers rum. Und die beiden haben schon ungefähr 2 Sekunden Abstand nach vorne zu der Gruppe hier rund um die Turner, Mark Cruikshank und Tommy. Die Jungs gehen jetzt in Runde 6 von 26. Der Abstand nach vorne wird immer größer, der beträgt schon fast 3 Sekunden zwischen Tommy und Sebastian. Und Tom kann sich auch nicht entscheiden von der Gruppe hier hinter sich lösen. Sehr, sehr schade, dass unser Bernhard und der Björn am Anfang so weit zurückgeworfen wurden. Hätten sicher hier vorne mitkämpfen können. Aber wie immer, hätte, täte, wenn und aber zählt leider im Rennsport nicht. Hier zählen nur Ergebnisse. Hier haben wir unseren Björn mal im Bild, fährt als 17. dem Feld hinterher. Hier der Björni 16, 33 Sekunden Abstand zum 15. Platzierten zu Carlos Campados. Inzwischen hat sich Timothy, unser Leader, auf und davon gemacht. Über 3 Sekunden Abstand zum 2. Platzierten zu Michael Morland. Und er setzt jetzt hier auch schon an, um Björn zu überrunden, der sicherlich hier schnell und sauber freiwillig Platz machen wird, um den Timothy dann im Weg zu stehen. Timothy ist der Einzige hier im Feld, der jetzt schon mit vollem Tank 1,38er Rundenzeiten fährt. Da kommt selbst Michael Morland nicht mehr hinterher. Weit über eine halbe Sekunde langsamer gefahren. Und da kommt von hinten ja auch noch Josu Sulaguren, Kurt Klapper und Sebastian Zioal. Wir haben jetzt knapp 10 Minuten rum von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Das heißt, wir haben noch über eine halbe Stunde Rennen. Und Marc macht hier die ganze Zeit mächtig Druck auf den Tommy. Dahinter Keith und die Jungs müssen jetzt schon ein kleines bisschen abreißen lassen. Und weiter hinten im Feld gab es noch wieder einen Zwischenfall, den wir uns doch direkt mal anschauen. Wir schalten sofort hin. Carlos Martin Caparros noch einmal. Ja, hier, oh. Eieieiei. Das war aber ein wilder. Das war ein wilder. Das war ein wilder Ausritt auf jeden Fall, ne? Ey. War nirgendwo eingeschlagen. Frittiert seine Reifen da. Pass auf, er dreht sich gleich wieder. Gleich dreht er sich wieder, klar, ne? Und während Carlos im hinteren Feld schwerste Probleme mit dem Fahrzeug hat und seine Reifen frittiert, kämpfen hier Andrew S. Thomas und George Bartev um die Position 9 und 10. Seite an Seite geht es hier Kurve um Kurve. Da will keiner nachgeben. Jetzt setzt sich hier George wieder durch. Tolle Zweikämpfe hier im Mittelfeld und die Jungs lassen sich hier genug Luft. Richtig cool. Durch das Gerangel konnte jetzt von hinten Ben Sommers wieder aufschließen. Und hier sehen wir es jetzt, Tommy musste seinen Platz an Mark Cruikshank abgeben. Das Überholmanöver hat man gar nicht im Bild. Und von hinten drückt jetzt auch wieder Keith Turner. Hier vorne weiterhin alles beim Alten. Timothy Vandenberger inzwischen 3,5 Sekunden in Front vor Miguel Morland und Josu Sulaguren. Dahinter Kurt Klapper und Sebastian Zioal rundet die Top 5 ab. Ein starkes Rennen heute hier auch von Miguel Morland. Allerdings Josu hinten fast eine halbe Sekunde schneller gefahren in der letzten Runde, kommt da langsam näher. Wir haben gleich ungefähr ein Drittel des Rennens geschafft. Man muss sagen, wir heute wirklich sehr, sehr sauber, wie heute hier gefahren wird. Alle Unfälle bisher selber verschuldet. Keiner ist hier bisher dem anderen in die Kiste reingefahren oder hat sich hier irgendwie unfair benommen oder irgendjemanden von der Strecke gedrängt. Mega cool. Und inzwischen zieht sich das Feld auch ein bisschen auseinander, sodass hier keiner den anderen angreifen kann. Zumindest hier im vorderen Feld nicht. Die Jungs überrunden jetzt alle hier einen Björn, der hier auch sauber Platz macht, aber bestimmt die Schnauze voll haben wird. Muss hier das komplette Rennen mit einem zerstörten Fahrzeug bestreiten, was sicherlich nicht sehr angenehm ist. Hier oben aus der Luftbildperspektive schön zu sehen, wie Mark Cruikshank sich immer mehr absetzen kann. Und wir sehen es jetzt hier auch in der Zeitenliste. Andrew S. Thomas hat es geschafft und ist an George Bartev vorbeigegangen. Hier vorne alles beim Alten. Timothy Vandenberger 3,5 Sekunden vor Miguel Morland und der wiederum 1,5 Sekunden vor Josu Sulaguren. Dahinter auf den Plätzen 4 und 5 Kurt Klapper und Sebastian Zioal einträchtig beisammen, fast schon das ganze Rennen. Mark Cruikshank kann jetzt seinen Rückstand so langsam wieder zufahren und Tommy hat Mühe, da dran zu bleiben. Keith Turner ist da auch noch hinten am Tommy dran. Hinterm Keith haben wir dann eine Lücke von ungefähr 1,5 Sekunden zu Andrew S. Thomas, den wir hier im Bild haben. Dahinter dann George Bartev
der jetzt so langsam den Anschluss an den Andrew verliert. Und hinterm George Hugo Alquist, Byron Long, Ben Summers und Wolfram Fund. Da hat der Ben auch irgendwo einen Ausritt ungesehen von uns gehabt und ist da ein Stück zurückgefallen. Dafür kann Wolfram dahinter so langsam die Lücke nach vorne wieder zufahren. Hat ja jetzt auch Ben Summers schon direkt im Großformat vor sich. Schade, dass Wolfram vorhin den kleinen Ausritt hatte und jetzt das Feld von hinten aufrollen muss. Timothy hier vorne wie gehabt, unser Leader, kann sich hier jede Runde Zehntel für Zehntel von seinen Gegnern absetzen, sind jetzt schon über 4 Sekunden zu P2 nach hinten, zu Miguel Morland. Er schlägt heute mal wieder eine unglaublich hohe Pace an und wenn er so weitermacht, wird er das wohl sicher heute auch hier gewinnen. Keith Turner muss jetzt nach vorne zum Tommy langsam abreißen lassen. Der Abstand beträgt schon fast eine Sekunde. Allerdings hat er auch nach hinten zum Andrew mehr als eine halbe Sekunde Luft. Bayern hier hinten auf P12 hat jetzt auch Björn überrundet. Nach hinten zum Ben Summers, 2,5 Sekunden Abstand. Allerdings kommt da Wolfram immer näher, es sind nur noch 3 Sekunden, das waren mal über 7. Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Rennens geschafft. Ich denke mal, da werden sich die 2 Jungs im Rennen noch begegnen, wird sicher lustig werden. Wir befinden uns jetzt ja gerade erst in der 11. von 26 Runden. Bernhard hier hinten auf P15 recht einsam unterwegs. Miguel Morland, der Zweite, hat sich gelöffelt. Oh, der zweitplatzierte Miguel Morland hat den Unfall. Der Zweitplatzierte, ja. Wir sehen es hier auch optisch. Das müssen wir uns jetzt direkt gleich nochmal anschauen. Oh, nächster Incident hier. Oh, wen haben wir da? Miguel Morland. Verliert ja an Position 2 liegend sein Fahrzeug, rodelt ins Kies, nichts weiter passiert, kann weiterfahren. Nur ein paar Positionen verloren. Mit Auto Nummer 1, ja, das meiste Einrichtung, ja. Und durch den Zwischenfall ist Miguel bis auf P8 zurückgefallen, noch hinter Keith Turner und gerät hier sogar unter Druck von Andrew S. Thomas auf P9. Damit Tommy jetzt auf P6. Es geht voran, wenn auch zäh und mühsam. Und Mark Cruikshank hat somit den letzten Top-5-Platz geerbt. Der liegt ungefähr 3,5 Sekunden vorm Tommy. Karre kaputt, Björn. Ja, seit Kurve 3. Oh, das ist scheiße. Da fehlt vorne die Hälfte vom Frontflügel. Fährt sich wie ein Sack Schrauben. Ja, glaube ich. Hochachtung vom Björn, dass er das Rennen trotzdem weiterfährt und versucht irgendwie heile ins Ziel zu kommen, statt hier die Kiste einfach abzustellen. Aber ich denke mal, jeder Meter ist gut fürs Training, um nach so einer langen Pause wieder reinzukommen. Oh ja. Sieht genauso aus. Uiuiui, und da der nächste Abflug. Oh, nicht schon. Zum Glück kein Einschlag. Millimeterarbeit. Da hatte Björn aber echt nochmal Glück im Unglück. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe im Replay anschauen. War ja ein wilder Abflug. Und das Rennen hat mir gerade schon wieder die Lust an iRacing versaut. Für die Zeitlupe. Oh, Ja, da genau. dreht er sich weg. Ja, und wer war dahinter? Millimeterarbeit. Ja, genau. Ich hab's gesehen, wie er abgeflogen ist vor mir. Ja, da. 1 Millimeter vor der Wand stehen geblieben. Oh, der Mark Cruikshank da, der haut mir ab, ey. Keine Chance. Ja, hier das ich Cockpit vom nur einen Björn. Meter an ihm vorbei, so nach dem Motto. Oh, ich denke mal, das Comeback hat sich unser Björn auch anders vorgestellt. Davon völlig unbeeindruckt sieht hier Timothy seine Kreise. Der Fanden ist über alle Berge. Ja, Timothy hat inzwischen über 7 Sekunden Vorsprung zum Zweitplatzierten, der inzwischen Josu Solaguren heißt, auf P3 Kurt Klapper und P4 Sebastian Ceoal. Mark Cruikshank schließt die Top 5 ab. Gute Halbzeit. Oh, der Kisana, der ist am Drücken hinter mir. Und ihr habt es gerade gehört, Halbzeit. Tommy liegt gut im Rennen hier, allerdings sind die Top 5 schon 5 Sekunden weg fast. Und von hinten trägt unermüdlich Keith Turner. Oh, Andrew S. Thomas ist abgeflogen. Oh, und da hinten haben wir es gerade gesehen, Andrew S. Thomas hatte da einen Dreher. Oh, da kommt es dran, da, der Kisana, verdammte Axt. Nichts weiter passiert, kann weiterfahren, allerdings ein paar Plätze verloren. Hat er den Jägermeister-Paint drauf? Wow, und da hinten kam der nächste quer um die Ecke geschossen, unser Byron. Das ist der Solaguren. Verliert hier jetzt auch prompt den Platz an Ben Summers, sein Kumpel. Ey, jetzt habe ich auch noch Platz verloren. Und wir hören es im Hintergrund, auch der Tommy hat jetzt seinen Platz an Keith Turner verloren. Wir haben es jetzt hier auch mal optisch im Bild. Ich glaube, Tommy hat jetzt gerade auch mit seinen Reifen ein bisschen zu kämpfen. Mark Cruikshank vorne auf P6 hat jetzt gerade eine schnelle Runde in den Asphalt gebrannt.
Der versucht auch so schnell wie möglich die Lücke nach vorne zu schließen. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. So, wen haben wir hier? Den Andrew S. Thomas hier auf Position... Oh, das ist aber auch eine Scheißstelle. Da, was ist denn da passiert? Autsch, autsch, autsch. Ja, dann, ey, wenn du einmal komplett echt hinten den Heck verlierst und der kommt wieder zurück, dann ist alles vorbei. Andrew S. Thomas ist raus. Okay. Wir haben es gerade gesehen. Nach Carlos Martin Campados der zweite Totalausfall im Rennen, jedoch beide selber verschuldet. Hier im Kampf um P2 alles beim Alten. Josu Solagurn wird verfolgt von Kurt Klapper und Sebastian Theoal. Und hier unser Bernie inzwischen auf P14 nach vorne gerückt. Versucht das Rennen auch noch irgendwie vernünftig zu Ende zu fahren. Jeder Meter Training ist gut. Direkt vor ihm auf der Strecke jedoch eine Runde zurück Björn Ackermann, der noch einen Zwischenfall hatte. Den schauen wir uns auch direkt gleich mal an. Oh, da braucht man nicht mehr kommentieren. Hier die Pirouetten vom Björn da. Jägermeister, Leute. Björn hier, der nächste Abflug. Das Auto ist völlig aus der Balance, nirgendwo eingeschlagen, rausgewühlt und weiter geht's. Timothy, unser Leader vorne, zieht davon völlig unbeeindruckt seine Kreise hier. Inzwischen 8 Sekunden Vorsprung auf die Kampfgruppe hier um P2. Und Mark Krujcek kann die Lücke nach vorne so langsam schließen und sich dem Kampf um P2 anschließen. Ist das Byron, der sich weggedreht hat? Oh, und wir hören es gerade und wir sehen es hier auch optisch. Unser Byron hatte da einen Zwischenfall und ist hinter Wolfram Pfund zurückgefallen. Schade. Ja, tatsächlich. Hatte bis hierher so ein tolles und fehlerfreies Rennen und lag auf Kurs Richtung Top 10 Platzierung. Sehr, sehr schade. Das schauen wir uns jetzt direkt mal an. So, der Byron mal wieder. Hey. Der war eigentlich dabei. Und dann hier. Ja, und dann bin ich an ihm vorbeigefahren. Damit jetzt Wolfram wieder auf P12 und er ist nicht mehr so alleine, er ist jetzt in Gesellschaft von Bayern. Hier vorne Timothy, unser Leader, zieht Kreise um seine Gegner. Die nächste schnelle Runde hingelegt, eine 1:37,969. Die erste 37er Runde, wow. Oh, und ungesehen von uns hat Mark Krujcek jetzt hier Sebastian Theoal überholt. Sebastian wird da jetzt wahrscheinlich Probleme mit seinen Reifen bekommen. Mark ist hier richtig schnell unterwegs. Ich glaube, Mark will heute unbedingt aufs Podium. Ist ja auch hier ganz dicht dran und macht jetzt schon richtig Druck auf unseren Gurt. Das Dreierpaket hier kann sich jetzt schon ein kleines Stück von Sebastian Theoal absetzen. Und plötzlich ist da auch der Vorsprung vom Timothy, unserem Leader, zusammengeschmolzen. Der muss da irgendwo einen Fahrfehler drin gehabt haben. Wir sehen es auch hier an der Rundenzeit. Eine 1:42,059 ist er gefahren. Das ist fast 5 Sekunden langsamer wie die Runde davor. Da muss er irgendwo einen kräftigen Wackler drin gehabt haben. Wie gesagt, Timothy ist der Einzige, der sich heute hier selbst schlagen kann. Wollen wir es nicht verschreien. Während hier der Kampf um P2 immer spannender wird. Die Gruppe hat sich jetzt hier richtig zusammengeschoben. Und sowohl Mark als auch Kurt machen jetzt richtig Druck auf Josu. Jetzt muss Kurt nach vorne wieder ein kleines bisschen abreißen lassen und sofort macht hier Mark richtig Druck, denn von hinten drückt er auf Sebastian und wir sehen hier gerade die Rauchwolken. Oh, da ist irgendwas passiert. Timothy Vandenberg ist raus. Oh, No! ach du Scheiße. Jo. Oh nein, wir sehen es hier, der Leader ist abgeflogen. Aber warum? Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Das gibt's doch gar nicht. So, wen haben wir denn jetzt hier? Timothy Vandenberg. Oh, jetzt. Ach genau, Alter, warum ist der weg gewesen? Der hat einen Fehler gemacht. Ja, Der hat okay. sein Auto Hier hat er- zerstört. Oh, ja, Karre kommt. Oh, scheiße, Karre komplett Vollständig Arsch. hin, ja. Selber besiegt. Schade. Der war auf einmal weg. Unglaublich. 10 Sekunden Vorsprung. Timothy schmeißt ja den nächsten sicher und glaubt, den Sieg Keine weg. Ahnung. Nix Lost of Control oder was? Ja, nix. Ich meine, Lost of Package. Keine Ahnung. Ihr habt alle gesehen, das war ein eigener Fahrfehler. Schade, Timothy ist so schnell. Er wäre heute von keinem zu bezwingen gewesen, aber schmeißt das Fahrzeug erneut weg. Ich glaube, damit dürfte es das für Timothys Titelambition gewesen sein. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Tommy muss ja heute hier auch erstmal ins Ziel kommen. Wir befinden uns gerade in der 19. von 26 Runden, also haben wir noch ein ganz schönes Stück Weg zu gehen. Mark Krujcek inzwischen Kurt Klapper überholt, liegt hier auf P2 und versucht jetzt Josu Solagurn einzuholen.
Das Überholmanöver ist jetzt auch gerade ein bisschen untergegangen. Marc heute eine unglaubliche Pace drauf. Würde mich freuen, wenn er heute mal ein Top-Ergebnis ins Ziel bringen würde. Die Top 4 hier vorne haben inzwischen einen Vorsprung von 4,5 Sekunden auf die Gruppe hier hinten. Keith Turner, letzter Top 5 Platz. Tommy 1,2 Sekunden dahinter und auch Miguel Morland hat er noch Anschluss. Danach eine Lücke von über 5 Sekunden zu George Batev. Und Wolfram inzwischen auf P11 hier hinten. Nur noch 2,5 Sekunden Abstand zu Ben Summers auf P10. Vielleicht geht da ja doch noch was Richtung Top 10 Platz heute. Das wäre ein persönlicher Abschluss. Bayern hier auf P12, folgt dem Wolfram. Auf P13 inzwischen unser Bernie. Und der letzte, der hier noch unterwegs ist mit runden Rückstand, Björn Ackermann, der auch noch irgendwie versucht, das Rennen über die Ziellinie zu bringen. Ups. Upsa, voll verbremst, scheiß die Wand an. Ich hatte einen leichten Quersteher in der letzten Kurve. Erste Kurve da. Ja, geht das auch gut. Oh, und Tommy hat da gerade seinen Platz an Miguel Morland verloren und ist jetzt hier auf P7 zurückgefallen. Aber auch weiter vorne gab es einen Zwischenfall. Wir sehen es, Marc Rügschenk ist ja auf P4 zurückgefallen. Oder vorne zwischen den Zweitplatzierten auch ein Problem gehabt. Marc Rügschenk hier. Also hier auf jeden Fall Kurveneingang. Am ersten Rausbeschleunigen hat er die Reifen schon wieder zu heiß gehabt. Ne, hast du gesehen? Gab Davor- schon Tag, ne? Davor Turn hier, one. ne? Ja. Und dann alles zu warm hinten. Ja. Und Marc jetzt hier auf P4 zurückgefallen, was immer noch ein Top-Ergebnis ist. Allerdings jetzt direkt Keith Turner hinten dran. Damit Sebastian CHA wieder auf Podestkurs. Kurt Klapper auf P2 und vorneweg Josu Solaguren. Ungefähr 10 Minuten Rennen haben wir noch zu überstehen. Und ich bin mal gespannt, wer hier sich die Reifen heute am besten eingeteilt hat. Das ist so ätzend über die Kuppe. Wenn du weißt, dass du den Eingang schon verpasst hast. Wolfram müht sich hier, um vorwärts zu kommen. Was sofort geht weit raus. 2,5 Sekunden fehlen ihn auf Ben Summers. Schon wieder Platz verloren, so ein Mist. Konzentrieren. Wir haben noch lange nicht aller Tage Abend. 5 Runden müssen die Jungs noch gehen. Das ist noch ein ganz schönes Stück Strecke. Und die müssen die Jungs alle auch erstmal ins Ziel bringen. Wie gesagt, schauen wir mal, wer sich die Reifen besser eingeteilt hat. Oh, und da hat die den bösen Wurstkörb erwischt. Achtung. Au. Und er reißt hier gleich noch einen mit. Keith Turner und Miguel Morland haben sich gegenseitig weggekickt. Oh no. Oh, und ein paar Meter weiter fliegt der Keith nochmal ab. Das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Auch Miguel Morland hier. Beide Autos kaputt. Keith Turner hier. Also hier kommt die Kackwurst. Ja, übel, das Ding mitzunehmen. Das war das. Ach du Scheiße. Aber leider haut der Miguel Morland da. Der war schnell und der war vorne mit dabei, aber hat ein Rennen kaputt gemacht. Ja. Und 20 Meter weiter wirft Keith das Auto nochmal weg mit dreckigen Reifen. Oh, was für ein Ausflug. Zum Glück nicht eingeschlagen und weiter geht. Uiuiui, und wir haben es auch gerade gesehen, Tommy ist hier in Schwierigkeiten gekommen und hatte dann Ausflug auf P5 liegend inzwischen. Das werden wir uns auch gleich nochmal in Ruhe anschauen. Unglaublich, Kurt Klapper kämpft um den Sieg. Oh, hast du den Dreher von mir gesehen, Patrick? Ich habe gerade hingeschalten, da bist du quer durch die Wiese gerollt. Da haben wir dann einiges zum Nachbesprechen. Ein Wahnsinnsrennen. Kurt Klapper kämpft hier um den Sieg. Echt toll. Wolfram in den Top 10. Juhu! Wolfram dadurch inzwischen wieder auf P10. Den Mann ab. Top 10 ist doch schon mal ganz annehmbar. Noch. Wir haben noch 5 Ja, Runden. noch 5 Runden zu fahren. Hoffen wir mal, dass sie die auch noch heil überstehen. Vorletzte Kurve ist Auto verschrottet. Wie war das? Nicht den Abend vor irgendwas loben? Genau. Wieso bin ich jetzt nochmal hier? Tommy verliert auf dem Körb sein Auto und reitet hier nochmal schön durch die Botanik. Allerdings nichts passiert und weiter geht's. Oh, ich habe aber auch so viele Off-Tracks eingesammelt, ne? Ehrlich? Ja. Und auch unser Bayern hatte da ungesehen von uns irgendwo noch einen Zwischenfall, den wir uns direkt dann gleich nochmal anschauen. Da hat er zum Eiertanz mittlerweile mit den Reifen. Boah. Ihr hört's, inzwischen haben alle mit den Reifen zu kämpfen. 3,5 Runden müssen die Jungs allerdings noch durchhalten. Der Bayern mittlerweile... Hat auch ein Problem gehabt, das ist noch 3 Sekunden vor mir.
Der Krügelschenk hat die ganze Zeit Probleme. Und wir hören es auch, Mark scheint da irgendwo ein Problem gehabt zu haben. Er hat ja das ganze Wirrwarr erst ausgelöst. So, wir haben hier den nächsten Kollegen, den Byron. Oh, hier der Byron nochmal richtig abgeflogen. Verliert sein Auto, segelt hier ab, kann aber einen harten Einschlag verhindern. Nur ein paar Plätze verloren, ein bisschen Zeit und weiter geht's. Hier vorne jetzt 1, 2, 3 ganz dicht beisammen. Da geht's hier aber gegen Ende des Rennens nochmal richtig zur Sache. Wir sehen hier auch der Kampf um den Sieg. Die Plätze 1, 2, 3 ganz dicht beisammen. Der Bartef hinter mir, den krieg ich auch nicht los. Okay, Georg. Ja, Shoshi. Mark Krügelschenk hier. Der lag ja auf Position 4. Der war zuerst dann irgendwie, keine Ahnung, 8 Sekunden weg und dann war er auf einmal nur noch ein paar Sekunden weg und das ist wahrscheinlich dann der Grund, weil er kurz das Auto verloren hat, ne? Mark hat aber trotz seines Drehers geschafft, seine 4. Position vor dem Tommy zu halten. Wenn er das ins Ziel bringt, das wäre ein super Ergebnis für ihn heute. Okay, hinter mir ist abgeflogen. Wir haben es gerade gehört, hier ist der nächste abgeflogen, George Bartev, der direkt hinterm Tommy unterwegs war. Hier ist am Ende des Rennens aber doch so einiges los. Damit Hugo Ahlqvist jetzt auf P6, heimlich still und leise sich nach vorne geschlichen. Oh no, oh no, come on. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat auch der Wolfram nochmal einen Ausflug. Oh no. Oh, und kocht sich jetzt erstmal richtig schön die Reifen hier heiß. Rückbank 1,3 Sekunden vor mir. Haben doch so einige mit ihren Reifen jetzt zu kämpfen hier. 3,5 Sekunden Abstand zum Byron. Geht noch. Aber ein scheiß Ausritt. Schauen wir uns gleich nochmal an. Jetzt erst nochmal der Unfall von George. Nichts passiert. George Bartev verliert hier auch nochmal sein Auto. Der, finde ich, macht's richtig so. Siehst du, der dreht sich und bleibt dann voll auf der Bremse stehen. Und zwar jetzt. Zack, siehst du? So, da kann man das am besten einschätzen, wo der halt hinrutscht. So. Da hat der Byron aber auch irgendeinen Scheiß gehabt noch nach mir. Und auch Miguel Morland war jetzt nochmal zum Reparaturstopp an der Box. Ach, und dann fängt er sich auch noch eine Strafe ein. Gebrauchtes Rennen von Miguel. So, oh, da haben wir nochmal den Wolfram. Ein bisschen beherzt in die Kurve und dann verliert das Fahrzeug. Nee, das ist der zweite Part, wo ich gedacht habe, oh scheiße, jetzt Ja, kommt na, der Byron. hier bist du nicht gleich wieder richtig auf die Strecke. Hier gab's noch einen, hier. Noch einen. Zack. Bisschen Reifen gekocht und weiter geht's. Der Byron und ich sozusagen beide zweimal einen Abflug gehabt. 0,6 Sekunden auf den Krügelschenk nur noch. Bernhard, ich lasse dich innen durch. Ein Top-Rennen heute für den Tommy, Top 5, während unser Hauptgegner Timothy durch Eigenverschulden ausgeschieden ist. Mit dem Ergebnis dürfte Tommy einen Riesenschritt in Richtung Titel gemacht haben. Ich denke mal, das wird der Gamechanger gewesen sein. Ein Ausfall zu viel für Timothy. Wir öffnen jetzt die letzte Runde hier. Weit weg. Ihr habt gerade gehört, die 3 Jungs gehen jetzt hier in die letzte Runde und Kurt Klapper hat noch lange nicht aufgegeben. Da bin ich mal gespannt. Ich schätze mal, das wird die letzte Runde, die Josu hier gefahren ist. Insgesamt muss man sagen, war das doch heute ein relativ sauberes Rennen. Und all unsere Jungs sind noch auf der Strecke, egal was sie für Zwischenfälle hatten. Tommy P5 und dann die Plätze 10, 11, 12 und 13 für unsere Jungs. Keine Ahnung warum, aber ich habe den Byron schon wieder hinter mir. Und da hat dann auch unser Wolfram in der letzten Runde nochmal richtig Spaß mit unserem Buddy Byron. Er hat mich gesehen, seine Kippe ausgedrückt und Gas gegeben. Auch Bernhard auf P12, inzwischen auf 26 Sekunden rangefahren. Ein absolut fehlerfreies Rennen bis auf den Frühstart. Das tut mir echt leid für unseren Bernie heute. Das kannst du vergessen in der letzten Runde, Junge. Er hatte eigentlich die Pace, um vorne mitzukämpfen. Echt schade. Der Bernie, der hatte einen Rückstand mehr als halbiert, den er hatte. Zu euch. Aber ich hoffe, der Bernie hat trotzdem hier Feuer gefangen und wir sehen öfter mal bei uns am Start hier. Zu viele Fehler in der letzten Runde. Bernie hat ja eine relativ gute Pace und mit ein bisschen Übung, glaube ich, könnte der Tommy auch ab und zu mal Paroli bieten. Hier vorne wird es jetzt richtig heiß auf den letzten paar Metern. Ein paar Kurven, dann haben es die Jungs geschafft. Sebastian fällt jetzt ein kleines bisschen ab. Kurt versucht da anzugreifen. Letzte Kurve hier, Josu innen. Oh, da hat er einen kleinen Fahrfehler gemacht, einen kleinen Wackler. Und da zieht Kurt außen vorbei. Kurt Klapper angegriffen, geht in Führung und gewinnt. Ein Wahnsinns-Überholmanöver. Das gibt's gar nicht. Außenrum in der letzten Kurve. Einen herzlichen Glückwunsch, Kurt Klapper. Wow.
Gut, wenn gehört. Ja, bravo. In der letzten Kurve hat er kurz geholt. Ein absolut sensationelles Manöver. Congratulations, Podium, nice race. Du wolltest mal gucken, ob der richtig sind ist, weil ich bin der Überzeugung, das war schon wieder endlich. Aber auch ganz solide vom Tommy. Top 5 Platz ins Ziel gebracht. Mega super. Achso, warte mal, wo ist denn das hier mit den MK, Radio, All Teams steht da, Transmitter und Scanner, All Teams, alles gut. Ja. Oder muss ich zu Drivers? Bernie Schadensbegrenzung, 12. Platz. So, ab über die Ziellinie. Byron ist immer noch hinter mir. Du musst auf Driver gehen, nicht All Teams. Und da kommen auch Byron und Wolfram über die Ziellinie. Congratulations to Podium, congratulations. Ja, jetzt habe ich dich doppelt gehört. Oh, dann funktioniert ja mein Discord-Dings nicht. Aber dann hast du vielleicht den Scanner nicht auf All Teams, kann das sein bei Good dir? guys. Das kann sein. Great stuff from the podium guys and great top 5 there, Thomas. Hopefully I'll see you in the video soon. Crazy. Sauber. Sehr schön. Ja, fahr ich jetzt auch mal über die Ziellinie hier. Ja, Very mach mal. fun first sight. Der Hugo Alquist ist das erste Mal mitgefahren. Sauber. Meine Fresse, hat eins am Schrauben. Ah, Fabio. War Ja, trotzdem du warst cooles da. Rennen, hat Spaß gemacht. Mal läuft's, mal Nee, läuft's Spaß hat nicht. er gar nichts gemacht. Und dann 26 Runden mit dem Sack Schrauben zu fahren. Ja, das ist dann ätzend. Ja. Einmal die Karre Fratze hast. Ist das nur Ja, noch, alles nur, weil der aus dem Pushen kam. Ich musste vom Gas gehen und dann hat er sich weggedreht. Können wir ja gleich mal in und Ruhe hast noch Kontakt auseinandernehmen. gehabt. Ja, Kontakt glaube ich nicht. Aber hast die Karre selber in die Wande geschmissen. Die Karre ist dann ganz leicht mit 1 km/h gegen die Wand gefahren und dann hieß es Meatball, also wieder so ein typisches, du kratzt irgendwas an, Karre komplett im Arsch, Meatball und das nächste Mal rammst du voll eben weg und hast nix. Also, Das ist ätzend. das ist richtig scheiße. Ja, Würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal hier von unseren Zuschauern. Aber Ja, war trotzdem ein cooles Rennen, hat Spaß gemacht. Endlich mal hier alle dabei. egal, das war. Ja, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja, liebe Zuschauer, das war doch mal ein wildes Rennen. Ich hoffe, es hat euch allen genauso viel Spaß gemacht wie uns und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch mal alles Gute, bleibt gesund und vor allen Dingen uns treu. Bis dahin, ciao!
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.